Moin und hallo. Moin. Das war ein langes Überlegen. Wie können wir aus unserem 6,76 Meter Wohnmobil ein Zweiraum-Wohnmobil machen? Ja, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung draus gemacht. Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Herrlich. Wir kennen es aus unserem alten Clou, 7,60 Meter lang. Da hatten wir eine Schiebetür, dass man nach hinten seinen Bereich so ein bisschen abtrennen konnte. Auch aus dem La Strada Kastenwagen Avanti IB. Da gab es einen Vorhang mit separaten Schränkchen, dass man auch den Vorhang versorgen konnte. So, und hier haben wir lange überlegt, wie machen wir das? Wir wollten so eine Trennung haben zwischen dem Privatbereich hinten, also dem Schlafbereich und dem Bad, und dem vorderen Bereich, ne, der Sitzgruppe hier und dem Fahrerhaus vorne, das ja eigentlich immer sehr stark einsehbar ist. Und hinten wollten wir es halt nicht so stark einsehbar haben. Genau, ja, das ist ja halt das Ding. Ne? Du hast teilintegriert, voll integriert, Ja. viele Fenster vorne. Das Bad ist ja meistens gleich hinter der Sitzgruppe. Und wenn du da rauskommst, wenn du dich nicht so groß im Bad fühlst und da umziehen möchtest, weil die können durch die Küche reingucken, durch die Tür reingucken, hier reingucken, da reingucken. Und immer fühlt man sich beobachtet und im Bad, da hat man nicht die Freiheiten. Und die möchten wir haben. Wir haben ja nun hier eine Schiebetür und ich stehe jetzt mal auf und zeige euch, was es geworden ist. Los! Ja! Ja, da ist er. Unsere Vorhangschiene in schwarz, passend zum Crossover. Und den Vorhang, den habe ich genäht, auch in schwarz. Oh Gott, da waren lange Überlegungen. Es gibt ja diese Art von Schienen, Aluschienen, ne? Die man auch biegen kann, aber ich weiß nicht, inwieweit und wie flexibel diese Schienen sind. Und eigentlich fand ich die eigentlich für unsere Geschichte irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, und da war ja noch ein Grund, ne? Da ging es um diese Aufhänger, die Stoffaufhänger. Ja, erzähl ich. Ich bin nicht so dieser Typ vom Kräuselband. Es gibt da auch 1000 andere Möglichkeiten. Ich wollte, dass der Vorhang von der Seite vorne und von hinten gleich aussieht. Das heißt, du hast ja oft, wenn du das Kräuselband hast, gut, manche machen es nicht. Man könnte es auch verdecken mit Stoff oder man macht den Stoff doppelt. Dann ist das Kräuselband auch verdeckt. Natürlich, aber das wollte ich nicht so schwer. Auf dem Boden sollte er liegen, dass er nicht so viel hin und her schlabbert. Und Mensch, ja, ich freue mich jedenfalls drüber, dass wir das jetzt endlich haben. Und ich würde sagen, wir kommen als erstes zur Gardinenschiene. Da haben wir, wo habe ich sie denn? Hier hinten. Lange gegoogelt. Kunststoff, das ist außen Kunststoff und innen Metall. Ja, da ist eine Metallverstärkung drin. Genau. Und die hat einen bestimmten Grund. Und zwar wegen dieser Metallverstärkung ist diese Schiene flexibel. Du kannst die biegen und die bleibt dann auch in der Position, wenn man lang genug gebogen hat, stehen oder verharrt in der Position. Genau. Und dadurch kannst du damit auch schön Kurven und alles machen. Genau. Also auch für euer Wohnmobil, wenn ihr euch so eine Raumabtrennung machen wollt, wirklich klasse. Zweiter Punkt. In den Schienen mit den Reitern, nennt man sie ja, die ja hier drin hin und her laufen, finde ich es oft sehr ruckig. Ich wollte es leicht zu schieben haben, also mit Rollen. Diese Schiene hat Rollen. Guck mal, wie leicht das geht. Zack, dicht, zack, zurück, zack, dicht, zack, zurück. Und so wollte ich das. Das fand ich gut. Deshalb auch der Vorhang etwas länger, weil Sie während der Fahrt könnten Sie ja so ein bisschen hin und her wursteln. Aber da habe ich was gesucht. Wo habe ich es denn? Ist noch nicht die Endlösung. Ich habe eine Holzwäscheklammer gefunden. Ach, als Stopper. Als Stopper. Damit das ganze Konstrukt, also sprich der Vorhang, den nicht während der Fahrt zuläuft oder Zug verschließt, da hast du einen Stopper gemacht und das ist eine ganz einfache Wäscheklammer. Ja, ist erstmal die Notlösung, noch nicht die Endlösung. Du, ich finde das völlig in Ordnung. Ich auch. Passt doch zum Farbton des Holzes. Passt Ne? zum Hömer, natürlich. Genau. Und wie gesagt, ich mache ihn mal kurz zu, den Vorhang. Also ich finde es total schön. Also wir fühlen uns sauwohl. Ganz einfach. Und ihr seht jetzt hier hinten, dass es fast von der linken Seite genauso aussieht wie von der rechten Seite. Und das finde ich ganz Das hast gut. du selber genäht, ne? Ja. Das hast du schön gemacht, Nora. Danke. Wirklich schön. Danke. Danke. Und ihr seht, hier gibt es so, das sind einmal diese Rollen, die man anbringen muss. Ja. Die haben einen Haken. Dann kommt der Haken mit diesen Das ist eine Klammer, ne? Klammern. Die sind so leicht geriffelt, dass das auch gut hält.
Ich habe unten noch was in klein und das hält echt Bombe. Da kannst du also auch dran ziehen, das ist richtig gut. Und du kannst das ganz einfach anschrauben, das kann ich mal zeigen. Ja. Da sind solche Halter bei. Solche Halter. Und in diese Halter wird die Schiene dann so reingeklippt. Ne? Ja. Kannst du auch wieder losmachen, keine Frage. Da gibt es so Endstücke, die sind dabei. Die sollen die Schnittkante abdecken von dieser Schiene. Und das lässt sich hier, die Halter, die sind mit 2 Schrauben befestigt. Das geht ganz simpel zu befestigen. Das kann jeder selber machen, das Ganze. Und ja, das war dann eine Abendbeschäftigung von uns. Ne? Eine lange Abendbeschäftigung, nachmittags angefangen. Also wir müssen eins dazu sagen und wir haben uns köstlich amüsiert. Zu zweit biegen. Seid gut gelaunt. Nehmt euch Zeit zum Biegen, da wo ihr es hin wollt. Wir wollten ja unbedingt hier enden. Ich zeige es auch gleich warum. Und hier enden. Wir haben jetzt den Vorteil, das war eben auch die Überlegung. Wo ist der Vorhang? Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr das bei euch machen wollt. Überlegt euch vorher, wo endet der Vorhang? Das heißt, wenn alles offen ist, er muss ja irgendwo Platz haben. Entweder bindet man sich den zusammen. Wir haben ja hier kein Schränkchen, wie ich erzählt habe, ja eben im La Strada Avanti EB hatten wir das, da konnten wir ihn reintun. Und hier hängt er jetzt ganz gut vom Spiegel, deckt so ein bisschen die Wand ab. Ja, wir können das ja mal zeigen. Ja. Das war ja hier, oder das ist ja so vorgesehen, die Spiegelwand. Genau. Ne? Vom Hümer. Genau. Und da kannst du den Vorhang natürlich wunderbar hinschieben, wenn du ihn nicht brauchst. Genau, genau. Wie gesagt, nehmt euch Zeit zum Biegen. Das ist gar nicht so einfach. Also auch bei uns ist hier so eine kleine, hier ist sie, so eine kleine Ecke, da waren wir so schnell. Und na, beim nächsten Mal. Ja, das Schwierige, zeig mal die Seite, da kann man es gut sehen, Ja. diese Senkrechte. Das Schwierige dabei ist, dass das Ding zu biegen, ne? Das nimmt gerne so Schlangenlinien auf und das da wirklich eine gerade Strecke hinzubekommen oder eine ohne eben solche Dellen, da fummelst du ganz schön lange und da darfst du die Nerven einfach nicht verlieren. Ne? Nein, aber wir haben Du es kannst ja mal ein bisschen biegen und zeigen, wie das geht. Ja, na klar, mach ich. So, also sagen wir mal, ich will jetzt in der Mitte, ich will jetzt nur um die Ecke und nach da gerade. Dann muss man dann immer wieder auch zurückbiegen und mit Daumen ja nicht gucken, dass man irgendwie... Es geht schwer. Bertel hat mir natürlich geholfen. Und jetzt hier die Gerade. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man mal drauf tritt. Ja, mit dem Schuh, dann kriegt man die Dellen auch weg. Ganz gut, nach einer gewissen Zeit. Ja, man sieht es natürlich immer noch. Jetzt, Immer noch, ne? Dass es ein bisschen dämlich Ja gut, ist. man muss sich Zeit. Ja, auf jeden Klare Fall. Sache, Zeit. Und du darfst einen Fehler nicht machen. Und da war so ein kleiner Fehler, den wir gemacht haben. Zeig noch mal bitte dieses Musterstück. Das Musterstück auf dem Bett. Diese Halter, die an der Decke befestigt werden, setz sie nicht in eine Kurve. Setz sie immer lieber auf gerade Strecken. Dann kannst du das leichter rein und rausklicken. Denn wenn du es in die Kurve machst, verspannt sich das Ganze. Genau. Und du bekommst die weder in den Halter rein, noch aus dem Halter raus. Und das Problem hatten wir hier in der Ja, Kurve. wir haben es falsch gemacht. Da oben. Ja. Da hatten wir das Problem. Das war zu schräg. Ja. Da musste ich ein bisschen gegen die Einbauanleitung, musste ich da etwas rumfriemeln, um das einzuhaken. Und das war der schwerste Punkt. Ja. Die ganzen anderen Punkte sind ja alle auf Geraden hier, ne? Auf geraden Stücken. Das ist völlig easy. Gehst du so rein, knickst das vor und dann macht das Klack. Hier sind solche Halter drin, solche Federn. Rein, Klack, drin. Und so kannst du es auch wieder abmachen, wenn du noch mal irgendwas ändern möchtest. Und das hält gut. Das hält gut. Ne? So, und hier haben wir auch eine kleine Dille. Kann man dann noch mal nachbiegen. Auf jeden Fall sind wir doch happy, Ja, dass wir so eine Lösung gefunden Ja. haben. Ne? auf jeden Fall. Also du kannst dich, jetzt musst du mal vielleicht hierher kommen, damit man das auch zeigt, Ja, was das bringt. Also auch nach vorne. Ich habe einen Stoff gewählt, der so ganz leicht durchschimmernd ist, weil wenn du im Bett liegst, du kannst immer nach vorne gucken, ob jemand am Auto vorbeigeht. ja. Ja, das finde ich Der ganz ist nicht gut. komplett blickdicht, der Stoff. Du kannst durchgucken. Nicht komplett. Aber guck mal, wir brauchen die Schiebetür nicht mehr schließen. Wir haben hier unseren Bereich und viel Platz zum Umziehen. Ja. Keiner sieht mich von da. Vorsicht. Es sei denn, man macht das mit dem Püpöchen dem wieder Popo. auf. Geht gut. Ja, das ist natürlich jetzt ein halbes Linerbad hier hinten geworden, ne? Mit dem Vorhang oder durch den Vorhang. Ja.
Und so wollten wir es haben. Genau. Die von Hümer verarbeitete Schiene, die hier oben ist, mit der kannst du eigentlich nur hier hinten das Bett abdecken. Das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja einen ganzen Raum erschließen. Ja, Ne? diesen Raum. Du kannst aufstehen, nackig meinetwegen, wenn es warm ist im Sommer. Gehst in dein Bad und kein Mensch kann. Der andere sitzt schon vorne, hat alles aufgemacht und keiner sieht dich. Ja, vor allem, du bist ja hier meistens im Dunkeln. Also das Ja. heißt, du machst ja tagsüber, so wie jetzt hier, gar nicht unbedingt Licht an. Draußen ist es heller. Wenn es draußen heller ist, kann auch keiner reingucken. Ne? Und wenn du dich hier mal bewegst im Dunkeln und du hast hier hinten Licht an, dann siehst du eh nur Umrisse. Du kannst ja nichts genau sehen. Ne? Und so hast du dir hier deine Privatsphäre geschaffen, Nora. Ich find's herrlich. Aber nochmal auf die andere Seite, da müssen wir auch nochmal zeigen. Viele werden sagen, oh, da kollidiert doch was. Zeige ich mal kurz. Geh mal Denkst nach du an vorne. Schränke? Ja, nichts da. Also ich habe das schon in vielen teilintegrierten Wohnmobilen gesehen, dass sie diese Schienen hier hinten haben. Und ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, wo es geht. Im 580er, den wir ja schon mal hatten von Hümer, da war hier oben die Klimaanlage, die war im Weg. Ja, da war die Lücke zu klein für die Schiene. Die ging hier etwas weiter rüber. Das heißt, wir hätten nicht den Endpunkt hier machen können. Ja, Und dann, das wäre auf jeden Fall nicht gegangen. Ja. Weil weiter nach hier setzen können wir es nicht. nein. Wegen dem Oberschrank, wie immer. Ja. Diese bösen Oberschränke. Also hier geht's. Ne, ihr seht, der kommt leicht gegen den Stoff. Das macht nichts. Da macht nichts. Ja, du kannst doch einfach den Vorhang ein bisschen zur Seite machen und dann geht das. Ja. Die Klappe geht ja nicht bis an die Decke hoch. Das Schöne ist ja, weil er leicht zu schieben ist, dann schiebst du das automatisch ein bisschen dahin. Und an den Kühlschrank komme ich auch gut Ja. ran. Aber das hatten wir ja bei Püppi beim La Strada auch. Genauso. Da war der Kühlschrank auch hinterm Vorhang. Ja, Ja. ja, Genau. genau so war das. Ja. Da verschwand der Vorhang nur in der Wand. Ja, hier Der hattest ging du das Schränkchen. Einmal gerade rüber Genau. und da war eine kleine Klappe und da Genau. konntest du den Vorhang reinstecken. Ja. Das ist natürlich noch genialer. Schwarz. Klar. Und was ich irgendwie fand, das ist stylisch auch mal was anderes, ja. Irgendwie hat das was. Dieser Style, es wirkt etwas grob. Ich meine, wer jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine Biegung in seinem Wohnmobil haben möchte, kann das natürlich auch gerade machen mit einer Aluschiene. Ja, das kann ja jeder biegen, Ja, wie und er kannst mag. es dir hier, was weiß ich, das läuft dann nur bis hier, hast das frei, machst hier ein Band rum, es wird auch gut aussehen. Wer das nicht machen möchte, aber es hat so viele Vorteile. Ja. So viele Vorteile, auf jeden Fall. So, yippie. Von wem die Gardinenschiene ist und wo ihr sie bekommt, das schreiben wir euch in die Videobeschreibung. Das war unser Tipp für heute. Da kommen noch einige Tipps auf euch zu. Oh ja, auf jeden Fall. Wir wünschen euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Und habt eine wunderbare Zeit. Bis die Tage. Tschüssikowski. Was ich noch zeigen wollte am Tisch. Am Tisch wolltest du noch was sagen? Ja, das war nichts Besonderes, aber das haben wir auch geändert. Bertel hat sich immer aufgeregt, dass er hier schlecht sitzen kann. Ja, das stimmt ja auch. Ne? Das gibt es auch bei vielen Teilintegrierten, dass das hier so über Eck geht. Ja, das geht hier so über Eck. Man soll angeblich hier wunderbar sitzen können. Ja. Der Tisch geht zum Beispiel bis hier. Naja, Kindersitz. Und da hat das Polster, das ging bis hier. Dich gestört. Das hat mich da unten mit den Knien bin ich immer Genau. gegengekommen. Ich konnte auch den Stuhl nicht so weit drehen. Und das ist jetzt unsere Kissenecke geworden. Das war auch so eine Sache, ich sag's euch. Ich habe was bestellt, ich habe Terrakotta-Farbe eingegeben, dann kommt das an. Ich bestelle nicht gerne, ich gebe es ehrlich zu. Und dann hatte das so einen leichten altrosa Touch. Also das Ja, das hat sowas mit Krebs zu tun. Ich habe da irgendwas gelesen von diesen Farben, das ist so ein stand und Rotton. Terrakotta. Jedenfalls war es, ich musste es leider wieder zurückschicken. Ich mag das nicht und dann bin ich losgefahren. Ich muss sowas mir selber angucken, anfassen und bin dann bei Porter gewesen und habe die entdeckt und fand die ganz gut. Gibt es auch noch eine Nummer größer. Muss ich mal gucken, ob ich da noch hier eine Nummer größer nehme. Mal gucken. Mal gucken. Nora, Ja, da hinten steht ein Rundhauber. den guck ich. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss da mal hingehen. Der ist so sensationell restauriert. Der sieht aus wie frisch Vom Werk. aus dem Ei gepellt. Also wirklich. Da muss ich hin jetzt. Ja, den gucken wir uns mal an. So, tschüss, aus, Ja. vorbei.